Und herzlich willkommen zum Quick-Tipp über Models in Minecraft. Wie ihr im letzten Video über Block-States bereits erfahren habt, besitzt jeder Block ein Model. Aber natürlich haben nicht nur die Blöcke Models, sondern auch die Items. Die einfachen Blöcke und Items wie Stein und Apfel haben bereits, abgesehen vom Namen und der Textur, immer die gleichen Eigenschaften. Damit nicht in jeder Model-Datei immer wieder dasselbe notiert werden muss, setzt Minecraft auf Vererbung. Dadurch spart man Speicherplatz und hat eine bessere Übersicht über die Models. Je mehr Text eine solche JSON-Datei enthält, desto größer und unübersichtlicher wird sie logischerweise auch. Vererbung ist vor allem in der Programmierung ein häufig verwendetes Schema. Man definiert ein allgemeines Elternobjekt, das bestimmte Eigenschaften hat und erweitert dieses Elternteil um sogenannte Kinderobjekte, die die gleichen Eigenschaften wie die Eltern haben, also erben. Dazu können sie aber auch weitere Eigenschaften besitzen oder einzelne Eigenschaften der Eltern überschreiben. Hierarchisch gesehen stehen die Eltern über den Kindern, oben allgemeine abstrakte Objekte und unten detaillierte und speziellere definierte Objekte. Wir fangen in der Hierarchie ganz unten an, also beim Spezifischen. Wie man hier im Beispiel des Steins sieht, verweist die Datei auf eine andere Datei mit dem Namen CubeAllJSON. In dieser Datei sind die allgemeinen Informationen der Ausrichtung der Texturen gespeichert, die jeder würfelförmige Block mit gleichen Texturen auf allen Seiten hat. CubeAllJSON verweist ein weiteres Mal auf eine Elterndatei, nämlich auf CubeJSON. Hier wird es nochmal abstrakter. Dort ist angegeben, wie jeder würfelförmige Block aussieht, nämlich würfelförmig, also Koordinate von 000 bis 161616. Zuletzt verweist CubeJSON auf BlockJSON, wo gespeichert ist, wie das Item später im Spiel dargestellt werden soll. Dafür gibt es die Möglichkeit, die Darstellung des Items im Inventar, auf dem Boden, im Bilderrahmen und in der Hand separat festzulegen. Dort kann man die Rotation, die Verschiebung und die Größe einstellen. Wir befinden uns jetzt ganz oben in der Vererbungshierarchie. Hier ist aber alles so allgemein, dass es nicht mehr viel zu sehen gibt. Gehen wir also wieder eine Stufe herunter. Die Datei Cube besitzt 6 Darstellungen für jede Ausrichtung: Down, Up, North, South, West und East. Der Pfad zur Textur wurde hier mit Variablen ersetzt, eine Art Platzhalter, die immer mit einer Raute beginnt. Im Kind CubeAll wird an diesen 6 Variablen ein Wert zugewiesen. In diesem Fall wird erneut eine Variable verwendet, dieses Mal mit dem Namen All. In StoneJSON, also wieder ganz unten angekommen, sehen wir dann, dass diese Variable All der tatsächliche Pfad zur Textur zugewiesen wird. Items funktionieren genauso. Sie haben bloß nicht so eine lange Vererbungskette. Jedes Item verweist auf die Datei Generated, die genauso funktioniert wie die Blockdatei. Die Generated hat allerdings noch einmal ein Elternobjekt, das jedoch auf den internen Programmcode zeigt. Für uns also nicht sichtbar, wir können aber davon ausgehen, dass dort noch einige allgemeine Eigenschaften von Items festgelegt werden. Jeder Block hat natürlich noch ein zugehöriges Item, weswegen jeder Block auch noch eine Datei im Items-Ordner besitzt. Diese JSON-Dateien verweisen aber wieder auf ihre jeweilige Blockdatei im Block-Model-Ordner. Wenn es nötig ist, kann so das Item eines Blocks ein anderes Aussehen besitzen als der platzierte Block selber. Nun gibt es in Minecraft aber nicht nur normale Standardblöcke wie den Stein, sondern zum Beispiel auch den Amboss. Das ist sogar ein sehr spezieller Fall, da der Amboss eine eigene Datei besitzt, von welcher er erbt. Der Amboss hat 3 Varianten: intakt, etwas beschädigt und stark beschädigt. Wie vorhin auch schon erwähnt, gibt es eine Datei, woraus alle 3 Varianten erben, damit nicht jede Datei denselben Text enthält. Hier sehen wir, dass die Amboss-Datei nicht mehr aus CubeAll erbt, sondern direkt aus Block. Alle anderen Informationen wie die Polyeder, ein von mindestens 3 Ebenen flächenbegrenzter Körper, oder die Texturüberlegung sind dort bereits schon beschrieben. Jetzt kommt aber die große Frage: Wie erstellt man so eine unübersichtliche JSON-Datei? Wäre doch sehr umständlich und aufwendig, wenn man das alles von Hand schreiben müsste. Wie gut, dass es dafür Programme gibt. Ich empfehle Cubic von PuberDCraft. Die Pro Edition kostet zwar 20 €, aber es gibt auch eine kostenlose Version mit eingeschränkter Funktionalität. Dort könnt ihr in einem 3D-Raum Polyeder und Polygone mit einem einfachen Klick erzeugen und im Raum platzieren. Die Einstellung, wie der Block oder das Item im Spiel gerendert werden soll, könnt ihr natürlich auch dort vornehmen. Ein ausführliches Tutorial zu Cubic hat der liebe Mapmaking-Kollege Halbzwilling gemacht. Schaut auch dazu einfach mal auf seinem Kanal vorbei. Das war's von uns zum Thema Models. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!